Man kann über diese Geschichte von Ruth deshalb so lange sprechen, weil es eine Liebesgeschichte ist. Und das endet doch nie. Und ich glaube, man kann der ganzen Bibel eigentlich auch nur näher kommen, wenn man die Bibel selber auch als eine Liebesgeschichte sieht. Wir sind doch alle in gewissem Sinne einsam. Das bedeutet, uns fehlt Liebe. Vor allem, wir möchten so gerne Liebe empfangen. Und wenn es dann so ist, dann haben wir Kritik und lehnen ab. Der andere möchte Liebe schenken und spürt auch, es ist nicht so einfach. Und warum ist das nicht einfach? Vielleicht können wir, wenn wir die Geschichte von Ruth von dieser Sicht aus versuchen zu verstehen, vielleicht können wir dann das Großartige, das Gewaltige von dem Sinn des Lebens finden, nämlich das Lieben und geliebt werden Sinn des Lebens ist. Alles andere, könnte man sagen, lenkt ab. Und wenn wir die Geschichte von Ruth dann sehen, so eine geschlossene Geschichte, 4 Kapitel. Ich habe über Ruth schon mal eine ganze Tagung gesprochen, mehrere Tage und einzelne Vorträge. Und immer kann ich von anderen Dingen erzählen. Ich brauche fast nichts zu wiederholen, weil immer Neues sich aus der Geschichte ergibt. Ruth ist dort im Leben der Hebräer, im Leben der Welt des Judentums, der Welt der Bibel, ist Ruth vor allem auch wichtig, weil man weiß, so wie es in den letzten Vers dieser 4 Kapitel von Ruth auch gemeldet ist, weil man weiß, dass Ruth die Urmutter des David ist. Und der Name David bedeutet auch im Hebräischen der Geliebte. Wir sehen schon, dass die Geschichte eigentlich erzählt wird, um dort im letzten Vers, in den letzten Worten, dort zu sagen, dass dann am Ende der David kommt. Und so sehen wir, wenn wir David als den Geliebten sehen und Ruth als die Urmutter, dann glaube ich, sollten wir uns erstmal fragen, wie kann man Liebe verstehen, wenn man in der Welt lebt, so wie wir leben, wie die Welt sich uns zeigt. Jeder möchte doch gerne der Liebe begegnen, aber jeder empfindet auch, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es nicht so leicht geht, dass es manchmal überhaupt nicht geht. Was sind diese Schwierigkeiten? Die Schwierigkeiten sind, glaube ich, die Schwierigkeiten, die wir alle auch haben, wenn wir den Komplex der Bibel lesen. Ich sagte schon, auch die Bibel als Ganze ist eine Liebesgeschichte. Schon zwischen Gott und den Menschen, aber auch von Menschen und Menschen in der Entsprechung von der großen Liebe von Gott zu Menschen und von Menschen zu Gott. Und dann sehen wir, wenn wir von der Liebe dort sprechen, dass wir vielleicht etwas sehr Wichtiges vergessen.
nämlich, dass die Bibel auch genannt wird, die Heilige Schrift. Und heilig bedeutet nicht nur heil, ganz. Heilig bedeutet auch jenseitig. Im Hebräischen ist das Heilige abgesondert von dem, was sie dann sagen, das sei dann das Profane. Und Liebe, und ich hoffe, das werden wir den ganzen Tag hindurch weitersehen, den Faden, Liebe ist heilig. Liebe profan wird nur irgendwie ein zeitlicher Genuss, den man einige Zeit haben kann, aber jedes Mal, jede Sekunde mit dem Gedanken, das muss mal enden. Das wird mal aufhören. Wenn wir alt sind, 100 Jahre, in 100 Jahren ist kein Mensch mehr wahrscheinlich da, nimmt man an. Also, das ist sowieso aus. Dass also, wenn wir Liebe, das Wort kennen, Liebe Gott und so weiter, da spüren Sie gleich, Liebe ist heilig, weil sie nicht untertan ist dem Fluss der Zeit. Die Zeit fließt weiter und weiter und wir sind nur eine gewisse Zeit, eine gewisse Spannezeit sind wir in der Welt hier. Und das bedrängt uns. Dadurch haben wir Angst. Die Grenzen unseres Lebens engen uns ein. Wir wissen nicht, was vor der Geburt war. Die Eltern sind nicht immer ideal. Die Großeltern weiß man zu wenig von ihnen und Urgroßeltern. Und was dann nach dem Tod kommt, weiß man überhaupt nicht. Das engt uns ein. Deshalb ist Liebe in der Zeit immer ängstlich und deshalb auch irritierbar, depressiv und aggressiv, weil sie eingeengt ist. Wenn wir aber in Menschen nicht nur das erkennen, dass er während einer gewissen Zeit lebt, sagen wir 100, 110, 120 Jahre maximal, wie wir das so übersehen können, dann bedeutet es, dass wenn die Liebe wirklich eine Bedeutung hat, eine Einswerdung, eine Einheit, dann müsste es nicht zeitlich sein. Dann müsste es ewig sein, heilig sein. Heil will sagen, in Menschen lebt nicht nur das Bewusstsein der Zeit gegenüber, sondern in Menschen lebt auch das, was wir einfangen können im Totalbegriff des Nichtbewussten. Da spüren wir, mein Ich, mein Leben ist mehr als das, was nur in der Zeit sich hier manifestiert. Es ist etwas, eine Quelle, wodurch es sich hier manifestiert. Kein Mensch ist zufrieden, wenn er sein Ich verlieren würde. Wenn er selber als Körper weiter bestehen würde oder ein anderes Ich sein würde, da kann er zu Recht sagen, was habe ich davon? Dass ein anderes Ich mich lebt. Er möchte und er spürt auch, dass er so sein muss und so sein soll. Er spürt es, er kann es nie beweisen. Es ist sogar dem Beweis entgegengesetzt. Er spürt aber, nur wenn ich ewig bin, nicht unendlich, sondern ewig, nicht ohne Ende und das Zurückgelegte verliere und ich weiß, was kommt, sondern ewig, dass die Zeit in mir ist, dass ich die ganze Zeit beherrsche. Deshalb wird immer gesagt, die Heilige Schrift bedeutet die Geschichte der Bibel, ist keine Geschichte aus dem Fließen der Zeit, die kommt und geht, sondern ist eine Geschichte, welche ewig ist und deshalb, weil sie ewig ist, auch in der Zeit ist. Das Ewige, das Heilige,
das Heile, enthält alles. Wenn das Ewige nicht die Zeit und die Zeitgeschichte enthalten würde, wäre es nicht ewig, nicht heilig. Es wäre verletzt. Heil ganz, die Einheit, will sagen, alles ist mit einbezogen in diese Einheit. Diese Einheit ist das Entscheidende. Und so wollen wir auch die Geschichte der Ruth nicht sehen und sagen, das war vor so vielen Jahrtausenden, war einmal das und das, sondern weil es eine heilige Geschichte ist, wie jeder Mensch in sich sein Ich als Heiliges kennt und anerkennt und möchte, dass es auch so ist. So ist die Ruth-Geschichte eine heilige Geschichte und von dort her möchte ich sie besprechen. Selbstverständlich enthält das auch, dass die Ruth hier in der Welt auch da ist, auch in der Zeit erschienen ist. Aber die Bibel erzählt nicht von der Sicht der Zeit, wie sie in der Zeit erschienen ist. Die Bibel erzählt die Geschichte vom heiligen Herr und deshalb weiß man, geschieht es auch in der Zeit, selbstverständlich. Aber auch in allen anderen Ebenen, allen anderen Möglichkeiten und Vorstellungen, all das gehört zur Geschichte der Ruth. Diese Geschichte erzählt von einer Familie. Der Mann heißt Elimelech, das bedeutet übersetzt, mein Gott ist König. Das Wort Elimelech. Die Frau heißt Naomi, das bedeutet die Angenehme. Das Angenehm, man nimmt es gerne an, es ist gut, es ist schön. Und die haben dann 2 Söhne. Der eine heißt Machlon und der andere heißt Chilion. Machlon, wir werden den Namen nachher ausführlicher besprechen, bedeutet, hat in sich in der Wurzel, im Stamm, den Begriff von Mochel im Hebräischen, das bedeutet verzeihen. Ein Verbrechen verzeihen, eine Beleidigung verzeihen. Oder andere, Kilion, wie man es dann aussprechen möchte, je nachdem, hat in sich das Ganze. Kol, das Ganze, auch ein Gefäß, das ein Ganzes enthält. Das ist kurz die Namen der Geschichte der Personen dort angedeutet. Diese Familie wohnt in Ephrata, in Bethlehem, und da kommen schon gleich mehrere Geschichten, wie die mir dann so einfallen, und ich denke, da sollte man von denen doch etwas sagen. Bethlehem, wir wissen, das ist der Ort, wo David herkommt, der Ort im Christentum, wo Jesu geboren wird. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Und wir sehen, die Ruth-Geschichte spielt sehr in der Umgebung von einer Ernte, die Ernte der Gerste. Dieses Geschehen, Bethlehem, das Haus des Brotes. Es will sagen, das, was man erntet, wird weiter, hat einen Weg weiter, bis es am Ende das Brot ist. Am Anfang ist es Weizen, Gerste sein, ist es Korn, Getreide. Das hat einen langen Weg von der Saat bis das Heranwachsen, dann die Ernte und so weiter bis zum Müller und dann bis das Brot zum Bäcker kommt und gebacken wird. Aber das Haus des Brotes will sagen, dort ist der Sinn, das ganze Saat des Sehens, die Saat hineingeben in die Erde, ist Bethlehem der Sinn des Ganzen. Wenn es nur eine Stadt wäre,
kann man sagen, ganz schön. Aber wenn die Stadt zu gleicher Zeit nicht nur im Bewussten bei uns ist, sondern nach dem Namen, wie ein Ich auch als Stadt auftritt und sagt, ich heiße Haus des Brotes. Die Stadt steht uns vielleicht gegenüber im Ewigen. Und es ist keine Stadt, es ist das Haus vom Brot. Dort, wo das Ziel, der Zweck der ganzen Welt der Saat, das Hineinlegen ist in die Erde, verstecken, fast begraben und dann keimen und wachsen. Dort ist Bethlehem, ist dieses Ziel. Dort leben sie und Ephrata, davon weiß man sagt, Ephrat ist wie Ephraim, der Name, und Ephraim will sagen, eine Frucht, welche doppelt ist. Doppelt nicht zwei nebeneinander in Bewussten, sondern doppelt wie der Mensch ist. Er ist sterblich und ewig, gestorben und auferstanden. Der Mensch ist nicht nur hier und sein Status sagt dann, wer er ist, sondern eine doppelte Frucht. Und Ephrata hat den Stamm von der Frucht auch in sich. Aber von Ephrata wird manches erzählt. Ephrata sei identisch mit Bethlehem, sang die eine Version. Andere sagt, Ephrata, weil es nicht Ephraim das Doppelte ist, bedeutet Ephrata vielleicht auch etwas Merkwürdiges, nämlich das Nicht-Gönnen. Denn wenn wir etwas sehen, das heranwächst und das lebt hier und gedeiht hier und hören dann, aber es hat eine Grenze, es kann nicht weiter, dann geschieht es in Menschen, dass er, wenn er selber spürt, ich komme nicht weiter, dass dann bei ihm das Nicht-Gönnen kommt, dass der andere wohl weiterkommt. Oh, der ist 104 Jahre geworden und mein Freund nur 103 Jahre. Ich gönne dem nicht, dass er älter ist. Es geht unbewusst. Sobald man Grenzen sieht, kommt das Nicht-Gönnen. Und je mehr man im Leben Grenzen sieht, kommt das Nicht-Gönnen. Man sieht es im Gesellschaftsklatsch, wie man sagt, da man sagt, hast du gehört, bei dem ist das geschehen, das abgebrannt und dessen Sohn ist durchgefallen und so weiter und die Tochter davongerannt. Und aber immer, man erzählt es gerne und die ganze Presse ist vielleicht nur deshalb da, mitzuteilen, was alles falsch geht. Weil man bei sich selber spürt, ich lese gerne, dass dort eine Überschwemmung ist und dort eine Revolution und dort wieder anderes und rede von dem. Es ist ein Gefühl, dass wir alle in einer Welt sind, die begrenzt ist, eingeschränkt ist, wo wir uns nicht ganz wohlfühlen können. Und so wird gesagt von diesem Elimelech, dass der dort im Land, wo er eigentlich selber alles hat, und er gilt als der reichste Mann, wie solchen Geschichten, das immer in den Überlieferungen zu den Geschichten erzählt wird, er ist der reichste Mann dort, der Elimelech, seine Familie. Aber es kommen dann Arme zu ihm und er fühlt sich bedrängt von den Armen, er fühlt sich, wie die Überlieferung das dann erklärt, er fühlt sich irgendwie bedrängt von all dem, was in der Welt nicht gut ist. Jeder Arme ist nicht nur, dass er hungert hier nach Brot oder weil er etwas gekauft hat oder nicht abzahlen kann. Heute in Europa hungert man kaum mehr. Aber heute hat man eher, dass man sagt, ich habe ein neues Auto brauche ich oder einen neuen Fernsehapparat. Man hungert auf andere Gebiete, aber man möchte etwas haben, was man nicht hat. Und der Elimelech fühlt sich bedrängt,
von all den Leuten, die nicht haben. Er spürt, das Leben um ihn herum ist begrenzt. So erklärt man den Elimelech, er ist doch im guten Land, im heiligen Land. Aber er spürt, dass etwas nicht stimmt. Und so nennt man dann auch den Hunger. Wenn etwas nicht stimmt in Menschen, hat er Hunger. Wir sagen heute auch, wenn es einem nicht gut geht, dann isst er immer mehr. Das heißt, das Dickwerden, wie heißt das Speck? Kummerspeck, jawohl. Kummerspeck, dann hat er Hunger. Also er hat doch viel schon. Er braucht immer mehr und mehr, weil es ist ihm nicht gut. Kummerspeck kann aber auch sein, ein Bedürfnis nach immer mehr Information. Mir ist nicht genügend, was ich bekomme, was ich habe. Ich muss dort noch sein. Ich brauche jetzt noch Hawaii zu besuchen. Und in Uganda war ich auch noch nicht. Und so immer noch Dinge, kann ich noch eine andere Ferienreise planen, wo ich ganz Besonderes habe. Es bedeutet ein Kummerspeck in jeder Hinsicht. Man hat Hunger und wird krank. Wir sollen nicht Hunger immer denken, Leute haben kein Essen, wie man heute in gewissen Teilen der Welt sehr viel Hunger kennt und hat. Ich habe gestern sogar, wo war das? Mal genau, im Fernsehen oder irgendwo habe ich gesehen und gehört, dass man sagte, dass 17 Millionen Kinder seien in einem Jahr, oder einige Jahre, weiß nicht genau, gestorben an Hunger. Und dass 1 oder 2 teure, moderne Flugzeuge würden genügen, um diese Kinder Essen zu geben, dass nicht sterben würden. Also Militärflugzeuge dann, moderne, atomtragende Flugzeuge, ich weiß es nicht. Aber dann spürt man meint nicht diesen Hunger, der ist auch da. Aber wir sollten nicht denken, dass wir nicht hungern. Wir haben auf ganz schlimmere Art vielleicht Hunger, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was uns aufdrängt, zu uns kommt und sagt, das ist nicht gut, dort nicht gut. Wir haben Hunger. Und dann kommt etwas Merkwürdiges. Dann ziehen der Elimelech als Führer des Ganzen mit seiner Frau und den beiden Söhnen, ziehen aus dem heiligen Land und gehen hinüber in das Land, das den Namen trägt, Moab. Nun ist Moab gerade jenseits der Grenze vom heiligen Land. Wenn in der Bibel der Weg des Menschen, der Weg von Israel im Menschen gezeigt wird aus der Knechtschaft in Ägypten, Knechtschaft, wir werden davon noch nachher reden, dann gehend in ein gelobtes Land, dann ist die letzte Station, bevor man zur Grenze kommt und den Grenzfluss überschreitet, den Jordan überschreitet, dann ist dort Moab. Moab ist sozusagen die letzte Station an der Seite vor dem Heiligen. Nun geht dieser Elimelech mit Frau und Söhnen zurück. Er erträgt, kann man sagen, das Heilige nicht. Er versteht das Heilige nicht. Vielleicht ist das, was wir oft auch als Mensch erleben, dass wir etwas Schönes nicht verstehen und zurücksuchen, hinuntergehen, man kann sagen, ins Konkrete und denken, dort wird es sein. Denn das Heilige hat etwas anderes im Konkreten als das, was wir konkret nennen. Das Heilige ist sozusagen wie die Vorstellung des Menschen, wie die Fantasie. Er kann sich alles vorstellen und alles ist da. Im Konkreten kann er nur entweder oder.
hat diese Situation oder die andere. Er kann nicht träumen, nicht fantasieren, dass etwas Neues ihm kommt. Er hat entweder oder, das eine oder das andere. Und dieses Zurückkehren nach Moab zeigt beim Menschen, dass er ein Bedürfnis kennt, sozusagen in die Alternative zu geraten. Und Alternative bedeutet, ich kann zeigen, ich habe mehr als der andere. Im Heiligen hat er alles und jeder. In dem Konkreten ist die Alternative da, zum Heiligen, und dort ist das Konkrete entweder oder. Er kann zeigen, ich habe mehr. Er hat das Gefühl auch, ich tue das. Ich mache das. Nicht geschenkt bekommen, er tut es selber. Er erreicht es selber. Diese Rückkehr nach Moab bedeutet ein Fall. Aus dem Himmel sozusagen hinunterfallen. So kommen sie nach Moab. Moab ist dem Namen nach, stammt von den Lot. Ich werde das noch ein bisschen erzählen für Leute, die die Bibel nicht so kennen. Moab ist ein Sohn von Lot. Lot hat 2 Söhne, weil seine beiden Töchter mit ihm, dem Lot, schlafen. Und die eine Tochter, die älteste, bekommt einen Sohn und sagt, Moab, das bedeutet von meinem Vater. Der Sohn heißt so, vom Vater ist er. Und die zweite bekommt einen Sohn, der heißt Ammon, das ist mein Volk, von meinem Volk. Und diese Moab und Ammon sind also merkwürdigerweise zustande gekommen. Lot ist eine Person aus der Genesis. Lot ist ein Sohn eines Bruders von Abraham. Abraham hat 2 Brüder, den Nahor und den Haran. Und der Haran, der hat einen Sohn, das ist Lot. Und Lot zieht mit Abraham einige Zeit mit. Dann aber entscheidet sich Lot, dass er anderswo geht, nämlich dort, wo Sodom ist. Sodom, auch heute kennt man das geografisch, das Tote Meer, sagt man. Im Hebräischen heißt nicht das Tote Meer, heißt das Salzmeer. Yam Hamelach, das Salzmeer. Tote Meer sagt man in den Sprachen im Allgemeinen. Das ist der Ort, wo Sodom, die 5 Städte von dem Gebiet Sodom, Amora und so weiter, dort waren diese Städte. Lot zieht dorthin, von Abraham weg dorthin. Und Moab kommt zustande, weil Sodom untergeht. Und Lot denkt, dass die ganze Welt untergeht. Seine Wirklichkeit geht unter, er denkt, die ganze Welt geht unter. Und er kann fliehen mit seiner Frau und den 2 Töchtern. Die Frau, das berühmte Bild der Frau, die zurückschaut, wo der Engel sagt, schau nicht zurück, und sie schaut zurück und sie erstarrt zur Salzsäule. Wenn man auch heute das dann benutzt und sagt, wenn man in seinem Leben immer zurückschaut, erstarrt man. Wenn man immer sagt, das hätte ich so tun sollen und der hat mir damals das schreiben sollen oder sagen sollen, immer zurückschauen. Man erstarrt im Leben, wenn man zurückschaut. Sie wird diese Salzsäule, wie das ganze Meer Salzmeer ist, tot, erstarrt. Lot geht mit seinen beiden Töchtern weiter und glauben dann, die Welt sei untergegangen, nur sie seien da. Man sieht das auch nicht nur so im Sinne des Bildes im Heiligen. Man sagt, es bedeutet beim Menschen auch, dass der Mensch glaubt, die Weltanschauung, die er hat, sei die einzige. Nichts anderes sei da.
Er befruchtet sich selber und befruchtet selber in seinem eigenen Kreis. Er kennt nicht, will nicht kennen, dass es weiteres gibt. Im Leben des Menschen auch, wenn es einen Tag nicht gut geht oder ein Jahr nicht gut geht oder eine ganze Lebensphase nicht gut geht, bleibt er nicht in der Phase selber stecken, befruchte nicht dich in der Phase selber, sondern such etwas anderes. Hinausbrechen, durchbrechen. Er kommt nicht auf den Gedanken. Lot berauscht sich mit dem Wein, schläft. Bedeutet, wie wir es übersetzen in das Leben für jeden Tag, wir sind bereit, weil wir dann untröstlich sind, unsere Wirklichkeit ist untergegangen, zusammengebrochen, dann kommt das Bedürfnis nach Rausch. Dann nimmt er den Wein und berauscht sich. Nicht nur den Wein, Rausch in Karriere, Rausch im Studium, Rausch in jedem Gebiet kann man Rausch erleben. Und wenn er im Rausch dann schläft, dann kommen die Töchter, erst die älteste und dann die zweite zu ihm und lassen sich von ihm befruchten. Man kann das nur im mythologischen Bild so sehen. Im Leben hier muss man das übersetzen in das, was es hier bedeutet. Nämlich, es geht mir sehr schlecht, meine Welt ist zusammengebrochen, dann zieht sich in sich selber hinein und wagt nicht zu denken, es anderes gibt. Schränkt sich ein und befruchtet sich selber. Aus dieser Befruchtung kommt dann Moab und Ammon. Und das werden dann Völker. Völker will sagen, nicht nur ethnologisch, wie man dann sagt, geografisch, wo die dann wohnen. Völker will sagen, nach dem hebräischen Begriff für Volk, Am, will sagen, eine Gemeinschaft, wie eine Gemeinschaft. Es sind Gemeinschaften im Leben, die Moab sind. Gemeinschaften im Leben, die Israel sind. Israel bedeutet, dem Moab gegenüber bedeutet, der Name, bei der Namensgebung, der Kampf wird gekämpft im Heiligen und deshalb wird er im Profanen siegt er. Er kämpft nicht im Profanen. Israel, wie Jakob von sich selber sagt, wenn er erzählt, er habe das Land, beim Sterben sagte das den Söhnen, ich habe das Land erobert mit meinem Schwert und mit meinem Bogen. Da sagt die Erklärung gleich, glaube nur nicht, dass Jakob ein Schwert geführt hat und einen Bogen hatte zu schießen. Es bedeutet, das waren die guten Taten im Leben, die Beziehung zu Gott im Leben, das ist Schwert und Bogen. Für hier, im Heiligen ist es Schwert und Bogen. Hier ist es das. Das Bild im Heiligen ist ein Bild, das ewig ist. Das stirbt man nicht, das tötet man nicht. Dort hat das Schwert eine ganz andere Bedeutung und Bogen auch. Und so wird dann von der Name Israel gesehen, ein Name, der sagt, eine Gemeinschaft im Menschen, in jedem Menschen kann sie sein, wo er spürt, bei mir lebt etwas, das den Kampf im Stillen, im Nichtbewussten, im Heiligen kämpft und ich spüre mein Verhalten, von dort her kommt mein Verhalten hier. Wie man sagt, an den Früchten erkennt man den Baum. Am Verhalten des Menschen erkennt man sein Nichtbewusstes. Nicht, dass er erzählen muss, was sein Nichtbewusstes ist. Am Verhalten des Menschen erkennt man es. Und so kommen die von Israel, fallen hinunter nach Moab. Wie man immer noch sagt, wenn man das heilige Land verlässt, geht man hinunter. Und wenn man das heilige Land besucht, geht man hinauf. Das hinauf und hinunter bedeutet nicht geografisch hier, es bedeutet dem Sinne nach, hinaufgehen bedeutet sich lösen von der Schwere, die hier herrscht. Die Schwere der Alternative. Hinaufgehen ins Leichte, wir sagen, wie die Wolke. Frei, jede Form anzunehmen.
Dort hinauf geht man. Die Wolke, die dann hinübergeht, dass sie gar nicht mehr sieht. Frei ganz zu leben, wie sie will und ewig zu leben. Hier in der Alternative, wie das die Form hier im Schweren eine Grenze hat, so hat auch ihre Zeit eine Grenze. Zeit und Raum begrenzt, sonst wäre es formlos. Die Grenzen zeigen schon, wenn eine Grenze in der Erscheinung da ist, ist eine Grenze im Leben überhaupt da. Also so begegnet sich dann dort Israel mit Moab und die zwei Söhne nehmen Frauen, Töchter von Moab. Der Chilion nimmt die eine, Orpa heißt sie, und der Machlon nimmt eine andere, und das ist dann Ruth. Beide Töchter von Moab. Man sagt, dass, wie man es im Buch Richter lesen kann, dass es einen König von Moab gab, den Eglon, als König von Moab. Und Eglon, der hat dann Töchter, manche sagen andere Version, weitere Enkeltöchter, ist nicht wichtig für das Ganze. Die Ruth und Moab sind König, die Ruth und die Orpa sind Königstöchter von Eglon. Eglon möchte ich auch kurz skizzieren. Eglon, die Geschichte vom König von Moab, die kommt vor im Buch Richter. Sie wissen, das Buch Ruth fängt an. Es war das Zeit, wo die Richter richteten, oder besser übersetzt in unserem Brauch, wo die Richter gerichtet wurden. In diesen Zeiten der Richter, kein König noch, wir kommen noch drauf vielleicht. Eglon ist einer der Könige von Moab und Eglon beherrscht Israel und Juda. Und es kommt einer von dort, den Namen Ehud. Ehud, ein Linkshändiger, der kommt, weil der Eglon ein Tyrann ist. Der kommt mit Geschenken, wie erzählt wird dort, beschildert wird im Buch dort, kommt er zum König Eglon, König von Moab, mit Geschenke, Tribut, bringt die Geschenke. Hat sein Schwert an der rechten Seite, weil sonst das Schwert an der linken Seite hat, wenn man rechtshändig ist, er ist linkshändig, Schwert an der rechten Seite und kommt zum Eglon und der sitzt dann, als er die Geschenke bekommen hat, geht er wieder voraus und sagt, er möchte mit ihm allein unter 4 Augen sprechen. Der gesteht das zu, dass der Ehud mit ihm unter 4 Augen spricht, in seinem Tempel. Und dann kommt er zu Eglon und zieht dann mit der linken Hand das Schwert aus seiner rechten Seite und sticht das in den Eglon hinein. Und der Eglon ist ein sehr fetter, dicker Mensch. Unglaublich fett. Und das Schwert schließt sich so, das Fett um das Schwert, er kann nicht mehr rausziehen. Das bleibt im Fett stecken. Und so stirbt der Eglon. Merkwürdige Geschichte. Wir sollen nie denken, das sei dann geschichtlich so gewesen. Ach, viel Mord und Meuchelmord in der Geschichte gibt es auch. Aber diese Geschichte ist eine Geschichte vom Jenseits her. Die ganze Mythologie, die nicht sagt, das hat sich mal hier unten abgespielt so. Nein, es ist die Quelle vom Erlebnis hier. Ehud tötet den Eglon. Und von diesen Eglon, die Töchter, sind jetzt die Töchter dort, wo der Machlon und Chilion diese Töchter bekommen. Machlon die Ruth, Chilion die Orpa. Ich will jetzt, wenn wir die erste Stunde noch haben, mal einige Namen klären, damit hier, wenn wir weiter, heute Nachmittag, so Gott will, weitersprechen, dass wir dann etwas leichter die Geschichte selber annähern können. Orpa bedeutet von Oref, das ist Nacken. Man spricht auch von hartnäckig, der Nacken. Orpa schreibt sich aber auch mit den Buchstaben, die man auch das materielle Afar schreibt, an der Reihenfolge. Staub, materielles, Erde. Das ist die eine.
Und Ruth, sagt man, das kommt vom Begriff des Sehens, denn, so sagt die Geschichte, Ruth lebt so lange, Ruth sieht sogar den Sohn des David. David schon 4 Geschlechter, den Sohn des David sieht die Ruth, erlebt sie. Wiederum kann man sagen, geschichtlich sehr unwahrscheinlich, aber von Heiligen gesehen, Liebe benutzen wir das Wort heilig als das Wort, das man auch benutzt, dass man sagt, mythologisch darf auch sein, aber das Mythologische ist schon gleich ein bisschen entwertet, oft bei vielen Leuten, wenn man so entmythologisiert doch immer heute. Also deshalb möchte ich das Wort heilig benutzen und von dort kann man sagen, dort lebt ein Mensch anders. Sie erlebt den Sohn Davids. Sie sieht ihn. Das Sehen im Ewigen, im Heiligen will sagen, ich erlebe es, er ist da. Das ist skizziert jetzt die Geschichte. Nun gehen wir schnell weiter. Nämlich, dort in Moab stirbt der Elimelech, es sterben die beiden Söhne, Machlon und Chilion, und übrig bleiben nur die 3 Frauen. Die Naomi, die Mutter, und die 2 Schwiegertöchter, die Orpa und die Ruth. Und die Naomi sagt, ich habe gehört, dass im Lande Israel, dort ist wieder Brot da. Brot, Essen, Mahlzeit, Brot, Bethlehem, Haus vom Brot. Und sie beschließt, zurückzugehen. Und dann verlassen sie den Ort, wo sie sind, in Moab, und gehen dann auf den Weg. Und dann kommen sie zur Grenze, und da sagt sie zu den beiden Schwiegertöchtern, schaut, ihr habt mich begleitet, geht jetzt zurück, dorthin, wo ihr zu Hause seid. Ihr werdet dort einen neuen Mann bekommen, jeder, und Kinder bekommen, Söhne bekommen, Töchter bekommen. Ich bin doch alt und allein, ich gehe in mein Land zurück nach Bethlehem. Aber beide weinen und sagen, nein, wir wollen mitgehen mit dir. Wir haben gelebt zusammen, wir gehen mit dir mit. Aber nach einiger Zeit, wenn sie tatsächlich an der Grenze sind, sagt die Orpa, verabschiede sich. Bis zur Grenze ging sie und geht zurück. Ruth aber sagt die bekannten Worte, bitte? Wo du bist, da will ich sein. Wo du wohnst, werde ich wohnen. Dein Volk ist mein Volk. Wo du begraben sein wirst, werde ich begraben. Die beschließt also, Sie kennen diese Geschichte, beschließt mitzugehen. Und sie durchbricht die Grenze, sagt man. Sie tut etwas, was nicht möglich ist. Das Unmögliche macht sie zu dem, das wir dann nachher heute weiter besprechen werden. Orpa aber, die zurückgekehrt ist, aber bis zur Grenze ging, wird die Stammmutter, wie die Ruth von David die Stammmutter ist, wie die Orpa die Stammmutter von Goliath, vom Riesen Goliath, der mit David kämpft. Und dieses Problem, diese Frage, bis wie weit kann ich gehen? Ich kann so weit gehen, dass ich der Riese bin. Und alle haben Angst vor mir. Ich kann schimpfen, was ich will. Niemand wagt mir das zurückzusagen. Der Riese. Nicht nur Riese im Bilde des Mythos, Riese aber auch im Begriffe der gewaltigen Macht, des Könnens, des Machenkönnens. Ruth aber, die durchbricht die Grenze, bekommt den zarten David, den Kleinen, der aber siegt, den Goliath besiegt. Wir werden dann heute in den weiteren Stunden diese Problematik besprechen. Moab, Israel, Goliath, David, was weiter geschah. Denn wir werden sehen, wenn sie zurückkehren, dann kommt doch die Naomi und die Ruth nach Bethlehem und dort haben sie eine Verwandtin, den Boas. Die Geschichte von Boas in Bethlehem, die müssten wir dann besprechen, die Ernte besprechen,
was dort im Feld geschieht. Und ich hoffe, auf diese Art werden wir dem näher kommen, was ich möchte, nämlich die Unterscheidung, was kann ein Mensch, er sagt, ich habe mein Möglichstes getan, kann man antworten, und das Unmögliche? Ja, das ist unmöglich, das ist Unsinn. Aber gerade das wäre die Frage. Das Möglichste, das ist Wahres, gewaltig, Riesenmacht hast du. Aber gerade spüren wir hier, ist das Unmögliche auch eine Möglichkeit. Ruth sagt das, und deshalb ist von Ruth der David geboren und der Sohn Davids. Weil das Unmögliche doch gemacht werden kann. Der Mensch kann durchbrechen. Der Mensch braucht nicht sagen, dass den Umständen gemäß habe ich alles getan, was soll ich jetzt weiter tun? Das ist die schöne Antwort, ich habe alles getan. Ich bekomme sogar einen Orden, dass ich alles getan habe. Aber einen Orden für das, was nicht möglich war, das ist ganz anderes. Wir werden sehen, dass Moab, diese Frau, diese Tochter von Lot, die eigentlich mit dem Vater schläft und Moab bekommt, von der kommt der Eglon, von der kommt die Ruth und von der kommt von der weiblichen Seite der David oder der Messias. Da sehen wir, was hier in der Welt möglich ist. Wir sagen, das ist verwerflich, dass Vater und Tochter ein Kind machen. Der Vater unbewusst, aber die Tochter bewusst ein Kind machen. Die Bibel sagt doch, ein Ammoniter und Moabiter kommen nicht in eure Gemeinschaft, bis ins 10. Geschlecht nicht. Das ist nicht in eurer Gemeinschaft. Und dennoch ist das die Mutter. Diese Frage möchte ich dann, da muss ich jetzt Pause machen, diese Frage möchte ich dann heute in den weiteren Stunden ausführlicher besprechen, noch 3 Stunden, und möchte das Problem, was Ruth eigentlich im Menschen bedeutet, und ich habe das vorweggenommen mit Absicht, wir sehen, Ruth wird die Stammmutter des Messias, also Lot, der Sodom wohnt, ein Stammvater von mütterlicher Seite. Da sehen wir, dass in der Welt Gut und Böse nicht so sind, wie wir immer denken. Das Gut und Böse in der Geschichte, der kurzen Geschichte von 4 Kapiteln,